liebe Lüd. Über Nacht hat es gut geregnet hier. Sieht man, ist recht nass. Da fährt sie. Simone mit der 26. Ist ein Formel Ford. So gesehen hat mich der Race Club Germany heute Morgen aufgeweiht. Das ist die Rennklasse, die jetzt im Moment gerade fährt. Das potenteste Fahrzeug, das in der Klasse gemeldet ist, ist der Schumacher Ferrari. Ein Original Ferrari von 1997 aus der Formel 1 von Michael Schumacher. Ich würde mal wagen zu behaupten, bei den Witterungsverhältnissen werden wir den aber jetzt hier nicht sehen. Ansonsten ein sehr bunt gemischtes Feld. Formel Ford, Formel 2, Formel 3. Aus den verschiedensten Jahren. Ah, da kommt sie wieder. Simone. Und vorbei. Ja, die werden allmählich schneller, ich glaube. Ja, so bin ich dann jetzt von Simone tatsächlich geweckt worden. Punkt 9 Uhr ging es los. Vorher war hier kein Laut zu hören. Und ich habe gestern wirklich noch lange gesessen und geschnitten für euch. Im heutigen Video beschäftigen wir uns dann ein bisschen mit den Sachen, die ich im ersten Video nicht gezeigt habe. Das Wetter ist heute ja, etwas gemischter, etwas unschöner als gestern. Ich muss wohl heute tatsächlich auch damit rechnen, dass es zwischendrin mal regnen wird. Also ganz wichtig sind hier natürlich die ganzen Streckenposten. Ihr macht das überwiegend ehrenamtlich hier. Ja, genau. Komplett ehrenamtlich. Ja. Wenn ihr mal Rennsport erleben wollt, ganz dicht, ist eine Idee. Guckt euch mal im Internet an, wie man Sportwart wird. Die haben einen guten Job, das macht echt Spaß. Und ohne die würde so ein Rennsport überhaupt nicht stattfinden können. Und jetzt hast du hier noch eine extra Flagge. Eine extra Flagge vom 1. FCK. Wir haben gegen Magdeburg 4-1 gewonnen. Wir steigen niemals ab und wir holen dieses Jahr noch den Pokal. Alles klar. Ich wünsche euch alles Gute. Alles klar. Den kennt ihr noch aus dem Video von gestern. Jetzt macht er sich schon auf den Weg Richtung Heimat. Wenn ich fragen darf, welches Baujahr ist das Fahrzeug? Dieses hier, ja? 2007. Weil der Hersteller sagte mir jetzt noch gar nichts. Ich kannte den noch nicht vom Caravansalon. Also Monaco. Monaco kommt er her. Wunderbar. Ja, da fährt er. Ist auch Zugfahrzeug für ein Rennfahrzeug gleichzeitig. Die sind mit ihrem Programm durch und es geht in die Heimat. So, für den Lotus Cup fertig. Formel 1 Präsentation, was jetzt über Mittag läuft. Ist ein bisschen arg ins Wasser gefallen. Verständlicherweise werden da viele Fahrzeuge, dann, die dafür in Frage gekommen wären, auch eher nicht gezeigt, weil den Eigentümern das Risiko zu groß ist. Aber 2, 3 Fahrzeuge haben es dann doch geschafft, auf die Strecke zu kommen. Ja, hier werden die Schätze schon wieder eingepackt. Die haben mich ja heute Morgen aufgeweckt. Gibt unangenehmere Arten, geweckt zu werden, finde ich. So lasse ich mich gerne wecken. Hier wird dann auch mal ein Kind ins Auto gesetzt. Das erlebt ihr woanders eher auch nicht. Ja, und hier haben wir noch mal ein Fahrzeug von Michael Schumacher. Nein, der Herr Peter Ricci, Eifelland Racing, der hat früher Wohnwagenbau gehabt. Also ein gutes Auto, original, ich habe den originalen Wagen gefasst, wo er sogar unterschrieben hat. Er hat dann mit dem Stommelen Formel 2 gemacht und dann hat er eine Formel 1 gebaut, wo der Herr Colani dann designt hat, das aber nie funktioniert hat. Und dann ist dem Herrn irgendwann mal das Geld ausgegangen. Und die Formel 3 hat er dann mit dem Willi Sommer, der das Auto gehabt hat, die Hannelore Wenner, der Deschen, nicht Deschen, der Mann, also es waren 5
Fahrer, der hat 5 Autos in England gekauft. Ja. Das war das letzte Stahlauto. Wobei da glaube ich, Die anderen waren dann schon wieder M-Autos. Ja. Und jetzt kommt die Auflösung. Weshalb ist das so interessant für mich? Mein YouTube-Kanal dreht sich hauptsächlich um Wohnmobile und Wohnwagen. Und deswegen sprang ich so drauf an, weil Eifelland als Wohnwagenhersteller war mir tatsächlich noch nicht so geläufig. Oh, der hat in Mayen oder bei Mayen Ja. war der Hat der ansässig, Wohnwagen genau. hergestellt. Und hat an die Holländer die serienweise verhökert. und wann wurde der letzte gebaut, Eifeland-Wohnwagen? Ja, also ich bin mit Rennautos beschäftigt. Das gucke ich mal, das blende ich unter dem Video ein. Ne, unter dem Video blende ich ein, Eifelland, so eine kurze Geschichte. Und der ist tatsächlich im Rennsport mit March aktiv gewesen hier. Und hier haben wir das Ganze, das ist ein March Formel 3. Hier haben wir 440 Kilogramm bei... Wie viel PS haben wir denn? Das steht nicht drauf. Jetzt will ich Leistungsgewicht angeben. Was haben wir denn so ungefähr? Pi mal Daumen. 145, 150 PS. Ja, das ist ein ganz anständiges Leistungsgewicht. Ja, und wenn die Einsätze dann durch sind, dann werden die Schätze auch schon wieder eingepackt, zusammengepackt. Dann geht es für die Teilnehmer, die schon durch sind, dann auch schon wieder Richtung Heimat. Auch ein Bestandteil der Boss GP, die Fahrzeuge der GP2-Serie. Ja, hier haben wir auch so ein paar Zugmaschinen. Da hinten geht es mit Benetton Formula One los. Und dann haben wir hier zweimal Scuderia Toro Rosso. Das hier ist Toro 3. Daneben haben wir Toro 1. Und dann darf natürlich Toro 2 nicht fehlen. Ne? Genug warm gelaufen. Die Momos machen sich allmählich fertig. Ist jetzt grün. Die also nicht mehr in die Vorstellung kommen konnten, können sich jetzt hinten anschließen. Da ist der Start frei und unter Versuch des Die Sonne kommt noch mal richtig raus. Da mache ich mich doch noch mal auf den Weg und fahre noch mal rund um die Strecke. Hat schon einen dumpfen Bass.
war auf das Momo Sportscar Supercup. Das Rennen. Wir haben echt noch mal Glück mit dem Wetter, dass hier doch noch mal die Sonne noch mal richtig rauskommt. Das macht natürlich viel schönere Bilder gleich. Jetzt kommt gleich der Graf Berge von Trips Pokal. Da können wir unter anderem dann den kleinen March, den ich vorhin im Zelt da getroffen habe, noch mal wieder in Aktion sehen. Und damit ihr schon einen Ausblick auf den weiteren Verlauf des Videos habt, danach kommt die DRM. Die fehlt mir leider noch komplett. Die habe ich bis jetzt noch nicht einmal wirklich selber gesehen, denn als ich hier angekommen bin am Samstag, fand gerade der DRM-Lauf statt, als ich noch dabei war, irgendwie mal meinen Parkplatz zu erreichen. Das heißt, jetzt kommt dann auch noch mal DRM. Das sind auch noch mal ganz besonders schöne Fahrzeuge. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Und den Abschluss des Videos wird dann die Formel V und Super V dann bilden. Danach muss ich dann auch zusehen, dass ich mich auf dem Heimweg mache nachher irgendwann. Denn ich muss noch wieder 650 Kilometer wieder zurück in den Norden. Morgen ist wieder ganz normaler Arbeitstag. Aber ich habe ein tolles Wochenende hier. Ich habe echt ein tolles Wochenende. Der Eifelland. Viel Glück, gute Fahrt. Da verraucht einer. Rauchwolke auf dem Motor und das war's. Natürlich gelb geschwenkt. Der Fahrer hat das Fahrzeug in dem Fall sogar selber in die Tasche reinschieben können. Damit ist Gelb jetzt auch wieder aufgehoben. Ja, der Eifellandfahrer macht sich. Da hat er den nächsten, den er jetzt sich vorknöpft. Notausgang. Ja, da ist die Graf Berge von Trips Trophy dann auch durch. Unser Eifelland hat sich gar nicht so schlecht geschlagen. Er war ja offenkundig auch hinten am Feld, denn das Fahrzeug hat natürlich nicht die Leistung wie einige andere in demselben Feld. Aber er hat sich seine Gegner so langsam zurechtgelegt und hat sich dann auch um 2 Positionen nach vorne gekämpft. Also es macht Spaß. Dann geht es hier weiter mit der DRM. Das ist das Letzte, was ich hier von der Strecke dann machen werde. Denn die Formel V, die gucken wir uns dann im Fahrerlager an und den Start auch dann oben vom Boxendach. Das ist das DRM Revival. Tolle Autos. Einige habt ihr gestern schon gesehen. Das Artcar zum Beispiel, der M1. Das habe ich euch im letzten Video schon vorgestellt.
Aber jetzt sehen wir sie nochmal in Rennaction. Fahrzeug auf der Strecke. Der rollt aus, der Escort-Hunde Knochen. Auf zum nächsten Fotopoint. Ah, sie haben es geschafft, ihn in die Tasche zu schieben. Wieder am Outdoor-Park vorbei, aber wir wollen jetzt wieder ins Infield. Ich glaube, die Südtribüne, es wird zeitlich eng. Hinein ins Infield. Es wird weiter eingeladen. Die Fahrzeuge haben wir vorhin gesehen. Graf Berge von Trips Trophy. Bei der Boss GP wird auch zusammengepackt. Da haben wir nochmal den Benetton Renault von Jean Alesi aus 97. Da war noch nicht viel Technik auf den Lenkrädern. Selbst geschoben macht so ein Fahrzeug noch Aufruhr und lockt die Menschen an. Auch die, die gar nichts sehen können, die sich nur hinten anstellen und so gucken. Irgendwas muss es hier geben. Also ihr könnt es nicht sehen, da vorne ist Michael Schumachers Ferrari. Jetzt ist er auf der Bühne. Jetzt können sie ihn hochfahren.
Wem die Kategorie Dragster jetzt noch zu kurz gekommen ist, da haben wir jetzt mal 2 Exemplare. Hier haben wir einen 68er Chevrolet Camaro Pro Mod mit 2100 PS. Und direkt daneben noch ein Chevy. An dem Motor hier treten unverkennbar enorme Temperaturen auf. Mit dem kleinen Teil soll man das Teil gerade halten auf der Strecke, auf der Quarter Mile. Wir haben auch ein Dragster Motorrad hier ausgestellt. Auf so einem Feuerstuhl drauf zu sitzen. Ist der Unterschied noch groß? Die Kabine schützt nicht wirklich, ne? Auf der Quarter Mile. Wenn man hier dann sieht, diese ganzen Hochdruckverbinder. Und den Überrollbügel braucht er. Ja, ein Blitzenbenz. Da haben wir jetzt auch mal die Leute vom Technikmuseum. Ihr habt ja eigentlich typischerweise immer so ein Exponat, die letzten 2 Jahre zumindest, auf dem Wacken Open Air gehabt. Brutus und Konsorten. Genau. Aha. Wird dieses Jahr auch so etwas da sein? Also meines Wissens sind wir dieses Jahr nicht. Zu schade. Ja. Also echt zu schade, weil die Showläufe von Brutus waren absolut geil. Ne? Es war halt für uns immer eine große Herausforderung, weil Das es Fahrzeug weil es dahin. halt doch mal ein bisschen Distanz ist und dann Ja. personell. Wir müssen halt immer gucken, wie funktioniert das mit unseren anderen Veranstaltungen und ich glaube, das Jahr machen wir es. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwann wieder kommt. Im Hintergrund war einmal gerade kurz zu sehen, da am Bratzeltag. Ja. Wenn ihr zum Bratzeltag dann mal ins Technikmuseum Speyer fahrt, dann seht ihr das Ding auch mal live. Und bei allem abbauen. Die Kids-Ecke wird nicht abgebaut, die bleibt bis zum Schluss. Im Hintergrund hört ihr sie. Hört sich riesengroß an. Formel V. VW Käfertechnik oder VW 1600 Technik. Das war eine Rennserie, die den Rennsport bezahlbar machen sollte für jedermann. Hat Porsche damals aus den USA importiert. Es durften nur Originalkomponenten verwendet werden, was Motor, Getriebe und Fahrwerksteile anging vom VW Käfer. Die hatten dann zu Anfang auch nur 35 PS. Ich kann euch hier mal reinschneiden. Oben in der Ausstellung haben die einen VW T1 Transporter. Und das hier ist ein Formel V Formcar. Das sollte das Rennfahren bezahlbar machen. Alles auf Basis eines VW Käfers, Originalmotor, Originalgetriebe, Original-Fahrwerksbestandteile. Auch die Leistung ist original geblieben. Also dieser hier hat dann wohl 34 PS gehabt, wie der Serienkäfer damals auch. Und so hat dann früher eine VW Pritsche T1 die VKs für Porsche dann auch tatsächlich in der Gegend rumgefahren. Da 34 PS und das Zugfahrzeug, das es dann zur Rennstrecke transportiert, ebenfalls 34 PS. Mit dem Schienensystem hat man das Ganze dann wieder runterbekommen. So sieht es dann von der anderen Seite aus. Wenn die so sieht es leider nicht mehr. Jetzt dürfen wir auch mal auf die Boxenmauer. Oder auf Alpha-Rennfahrzeugen gefahren werden. Ja, man geht auf die Fahrerkommunikation, hat schon Einstellungen übergegeben. Sie haben sich vorgenommen, heute es etwas ziviler angehen zu lassen, die 3. Viele bekannte Fahrer haben in der Formel V angefangen, unter anderem Niki Lauda oder Dr. Helmut Marko zum Beispiel, haben in dieser Kategorie ihre ersten Schritte im Rennsport gemacht. Aus der Bezahlbarkeit hat sich das Ganze dann aber so gegen Ende der 70er herausentwickelt. Da wurde das Ganze dann immer teurer, immer unbezahlbarer und das Publikuminteresse schwand, sodass Anfang der 80er Jahre dann irgendwann Schluss war. Aber im historischen Rennsport wird das Ganze eingesetzt und es macht Spaß.
unter dem ersten Video, ob ich denn an der Osttribüne gewesen bin. Da sind ja die Markenclubs vertreten und da ist auch sehr, sehr viel los. Da muss ich, glaube ich, ganz ehrlich sagen, das habe ich zeitlich leider nicht geschafft. Es war auch dieses Jahr wieder so, dass dort die Markenclubs ansässig waren. Jetzt ist es leider schon wieder viel zu spät. Die sind schon längst auf dem Heimweg alle. Denn dort drüben zur Osttribüne komme ich nur mit dem Shuttle hin. Und dann muss ich aufs Shuttle warten und dann verliere ich unheimlich viel Zeit, die anderen Sachen hier alle zu entdecken. Das steht aber auf meinem Wunschpaket, vielleicht fürs nächste Jahr. Nachdem wir jetzt auch die Formel V und die Super Vs gesehen haben, ist es Zeit, dieses Video zu beenden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Auf diesem Kanal dreht es sich nicht ausschließlich um Motorsport. Ganz im Gegenteil. Ich mache hier das, was mich interessiert, was mir Spaß macht und ich nehme euch dabei mit. Deswegen heißt der Kanal Travel with Me. Motorsport ist eins von meinen Faszinationen, von meinen Hobbys. Da habe ich mich immer gerne aufgehalten. Das nächste vom Motorsport wird 24-Stunden-Rennen Nürburgring sein. Da bin ich für dieses Jahr auch schon fest gebucht sozusagen, dass ich mich da mal wieder in der Eifel aufhalte. In der kommenden Woche werdet ihr auch noch meinen Frühjahrsurlaub sehen. Also momentan ganz ungewöhnliche Inhalte mal auf meinem Kanal, denn eigentlich ist der Schwerpunkt hier Wohnmobile und Reisen mit dem Wohnmobil. Ich mache auch viel an meinem Wohnmobil, dass ich dann auch selber daran bastel und baue und es verbessere. Auch dazu kriegt ihr viele Tipps und Tricks bei mir auf dem Kanal. Aber so wird es auf meinem Kanal hoffentlich nicht langweilig für euch und ihr erlebt immer mal wieder eine Abwechslung. Wenn euch also dieses Video heute gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm, aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael. Das schwarze Schaf muss abfahrbereit gepackt werden, aber das wird schon. Der Weg ist das Ziel. Ich freue mich jetzt schon aufs Hörbuch und dann machen wir die 650 Kilometer ganz gemütlich.